Schönen guten Tag. Wir sind's, die Hallo. Piranhas. Zwei von denen. Jenny und Björn. Oder andersrum, völlig egal. Wir machen hier FAQ heute. Frequently Asked Questions. Sachen, die immer wieder kommen oder halt immer wieder in Zyklen gefragt werden, haben wir gesammelt. Und die werden wir heute beantworten. Genau, die neuen natürlich auch. Insofern, falls ihr eine Frage habt, die noch nicht beantwortet wurde oder die euch gerade eingefallen ist, dann wartet wenigstens diese Folge ab. Und wenn wir sie nicht beantwortet haben, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Jawohl. Insofern vielen Dank für die ganzen Fragen, die gekommen sind. Dann legen wir auch gleich mal los. Die erste Frage ist nämlich schon etwas älter, weil die sich gestapelt haben. Und lautet, unter welchen Aspekten schaut ihr euch als Entwickler andere Spiele an? Oh, das ist unterschiedlich. Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also gerne spielen tue ich Spiele, Third Person, First Person, also 3D-Spiele, wo man eine Einzelperson spielt und man persönliches Schicksal hat irgendwie und dann am liebsten in einer Open World Dinge tun kann. Also sowas wie, ich spiele gerade Murdered Soul Suspect, ich habe vorher Vampire gespielt, davor war es Assassin's Creed Odyssey, davor war es irgendwann mal Fallout 4, davor war es mal Red Dead Redemption 2, ne? Also sehr artverwandt, würde ich jetzt sagen, ja, sind diese Spiele. Das heißt, das ist so mein Beuteschema. Die sind nämlich immer so ähnlich wie das, was wir machen, ja. Und deswegen ist das immer schön, wenn man da recherchieren kann, wie die Dinge tun, wie die Geschichten erzählen, wie die coole Cutscenes gebaut haben, wie die jetzt irgendwie ihr Tuning-Problem der großen Welt gelöst haben, solche Dinge, ja. Meistens so Mammut-Dinger, die sehr lang sind, ne? Aber wir beschäftigen uns auch mit kürzeren Sachen. Vor allem dann, wenn man konkrete Recherche betreibt, was Kampfsysteme angeht, was irgendwelche Adventure-Elemente angeht, wie coole Rätsel oder so, dann guckt man sich halt irgendwelche Adventure an oder man schaut sich auch Serien an oder Filme, ja, wenn man wissen will, wie irgendwelche Spannungsbögen oder Storys erzählt werden, so, damit man fit bleibt dabei. Und auch selbstverständlich spielen wir unsere eigenen Spiele auch immer wieder, ne? Damit man immer weiß, okay, wie war das denn damals und so und was ist denn heute wichtig, was ist noch zeitgemäß, was nicht, was macht man da und so weiter. Das wäre so meine Antwort, was wäre deine? Ich spiele auch gerne mal 2D-Adventures, Point and Click. Ansonsten spiele ich auch gerne Open-World-Spiele oder First-Person-Adventure. Ist sogar momentan so mein Liebling. First-Person-Adventure? Ja. Ja, zum Beispiel? Zum Beispiel sowas wie Firewatch. Firewatch, ja, das ist auch cool, ja. Ja, oder Soma. Soma, oh ja, oh ja. Das ist so meine Lieblings. Spielen gerade einige unserer Lieblingsstreamer, die wir so gucken, ne? Und das ist sehr spannend, wie die das machen. Ja, ist cool. Ist ein bisschen gruselig auch, aber ja, das ist gruselig. Solche Spiele mag ich am liebsten. Habe ich auch schon mal erwähnt, glaube ich. Gruselige Spiele magst du vor allem gerne. Ja, das ist so eine Hassliebe, ne? Ja? Also ja, und es gibt auch so Phasen, in denen kann ich das gar nicht so gut haben, aber mag es trotzdem gerne gucken. Es gibt einige Piranhas, die tatsächlich alles spielen. Alles. Unser Harry zum Beispiel spielt alles. Und dann platiniert er auch alles irgendwie. Ne? Vor allem die großen Dinger. Vor allem die in der Presse sehr gut wegkommen und die irgendwie jeder spielt, die will der auch sofort spielen und ist dann sofort immer up to date und will immer den neuesten Rechner haben und spielt die dann auch bis zum geht nicht mehr. Und das ist so sein Leben. Ja? Dann gibt's so den Amadeus, der macht das auch gerne, ne? Auch neue Spiele, aber der prutscht gerne. Der ist mehr so der in Open Worlds in Sandbox-Leveln rumwurstelt. Ja, sowas wie Minecraft ist perfekt für ihn, ne? Wo du irgendwie alles machen kannst, so, ne? Solche Dinge. Und das sind auch so Menschen, die unser Spiel bereichern, ne? Ich sag extra unterschiedliche Spiele. Dark Souls spielen sehr viele bei uns. So, Dark Soulige Spiele, ne? Bestimmt die Hälfte von denen oder so, haben Elden Ring gespielt, auch durchgespielt, ja. Und auch jetzt Baldur's Gate 3 ist jetzt sehr
populär bei Ja. Piranha Bytes, ne? Ja. Also das spielen fast alle von uns. Und ja, ist so das, was mir so jetzt in den Kopf kommt. Genau. Ja. Also es ist die breite Palette von Spielen, die bei uns auf jeden Fall gespielt wird. Und da gibt's keine Richtung oder so, weil wir sind ja auch ein Kollektiv, wir sind ein Team. Und jeder hat so seinen Einfluss aufs Spiel und macht den noch geltend. Was mir aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, dass wir beim Spielen, also ich spiele immer noch genauso gerne wie früher, aber ich habe einen anderen Fokus auf Dinge. Also ich sehe mehr, wie ist das gemacht, warum ist das so gemacht, was fehlt hier, was passiert als nächstes, wenn ich das und das tue. Dahinter haben die bestimmte Triggerzone eingebaut, da laufe ich jetzt erstmal nicht rein, sondern mache ich jetzt erstmal was anderes. Also dass ich Spieleentwicklerin bin, beeinflusst mein Spielverhalten auf jeden Fall. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Die Story. Wer denkt sich die Geschichte der Spiele aus und bleibt gesund. Danke. Oh ja, vielen Dank. Ja. Also primär bin ich das, der sich die Geschichte ausdenkt, ja, von den Spielen. Vor allem die Hauptgeschichte. Genau. Und dann, das ist so der rote Faden, das ist die Hauptcharaktere, die Gefährten, das, was da passiert, ja. Das ist meine Aufgabe und das mache ich dann auch, setze ich auch selbst um und schreibe die Dialoge für die, design die Quests für die, mache die Cutscenes, design ich und so weiter und so weiter. Und der Rest der Story-Abteilung macht dann auch den Rest, das heißt alle anderen Dinge. Die Welt bestücken, die Briefe, Bücher schreiben, die Aufnahmemissionen der entsprechenden Gilden, ja, das heißt die Ballungsgebiete, die kleineren Mini-Locations in der Welt, welche Typen da vielleicht mal zufällig rumhängen, also Zufallsbegegnungen, Sachen, die in den weiterführenden Gildenaufnahmen nicht nur, sondern auch danach, diese typischen Gildenquests. Das heißt also, wenn du jetzt noch den Steigerungsritus vollziehst, dass du halt eine bessere Rüstung und einen besseren Rang haben willst, das muss auch alles irgendwie funktionieren. Das heißt auch sowas wie Abessa City, bei Elex 1 war das so, da gab es so eine riesen Location, die noch nicht mal eine Gilde repräsentierte, wo man aufgenommen werden konnte, sondern das war eine Stadt, wo man sich für eine dieser Gilden entscheiden musste, ne, wie je nachdem man sich entschied dann am Ende, passieren dann grausame Sachen oder man rettet die Stadt, solche Sachen, das sind alles man sagt Nebenquests, also optionale Quests, ne, so, die man da machen kann und so weiter, die nichts mit der Hauptstory oder mit den Gefährten zu tun haben. Und das ist ein Riesenbrocken, der größere Brocken sogar tatsächlich, ne, weil das ist die Welt, die da bestückt wird. Das wird von dem Rest des Story-Teams, die da sind, Jenny, Becky, Amadeus und Harry. Last but not least. Genau. Harry. Das heißt, Habe ich Harry schon erwähnt? Ja. Wir sind 5 Leute insgesamt, die daran werkeln. Und wir haben so ein internes Wikipedia und wenn das Konzept einmal steht, was der Björn geschrieben hat, dann bekommt quasi jeder so seine Aufgaben und seine Aufteilung und setzt die dann um. Wir haben auch noch einen Neuling, den Jan Köster, den darf man natürlich auch nicht vergessen. Genau, aber der macht tendenziell auch eher Game Design und aber so. auch ein bisschen Story. Ein bisschen Story, ne? Aber deswegen wollte ich den trotzdem mal erwähnen. Genau. Also ich mache auch ein bisschen Story und ganz viel PR und was anderes. Also jeder von uns hat meistens auch noch eine andere Aufgabe und so weiter. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ich glaube, ihr habt ein Bild ungefähr, wie das mit der Story funktioniert. Und ich mache das nicht einfach nur und dann ist das so, sondern diese Menschen, die ich gerade erwähnt habe, die gucken sich das an, was ich mache und die zerpflücken mir das auch gegebenenfalls, wenn das Mist ist, was ich da fabriziere oder denen nicht gefällt. Also nur mal so. Beruht auch auf Gegenseitigkeit. Ja. Die nächste Frage ist, mit welcher Hardware arbeitet ihr eigentlich in der Entwicklung? Das ist super unterschiedlich. Also wir haben es uns zur Attitüde gemacht, einmal komplett mit Tzatziki und Krautsalat und Gyros und allem so. Ja, das heißt also jede Grafikkarte, die es gibt, jeder Monitor, jeden
unterschiedlichen Rechner so weit, wie das uns möglich ist, damit wir schon während der Entwicklung sehen, wo es eventuelle Probleme gibt. Ja. Ersetzt natürlich absolut nicht den anschließenden, am Ende einer Masterphase kommenden Hardware-Test, der in einer professionellen QA gemacht wird, weil da fallen die Sachen auch nochmal richtig auf, wenn das Spiel mal fertig ist, weil das heißt nämlich nicht, dass wenn das heute alles funktioniert, dass es morgen noch so bleibt, weil nämlich da gehobelt wird und Sachen geändert werden und angepasst werden. Irgendeiner macht ein Treiber-Update, irgendeine Grafikkarte und auf einmal funktioniert nichts mehr. Gar nichts mehr. Du kriegst das im schlimmsten Fall nicht mal mit, wenn du es vorher getestet hast, dass es funktionierte, du bist davon ausgegangen, das klappt, dann kommt das Update und schon klappt es nicht mehr. Ja, oder du hast irgendwie beim Einkauf irgendeine Grafikkarte halt nicht erwischt und ausgerechnet die funktioniert dann nicht. Ja. Solche Sachen können in der Entwicklung auch immer mal wieder passieren und dann muss man halt versuchen, bei den Hardware-Tests alle möglichen Hardware-Komponenten und auch alle unterschiedlichen Kombinationen möglichst abzudecken, weil da passiert auch nochmal ganz viel. Ne? Ihr wisst, ein Computer ist mit unterschiedlichen Komponenten kompliziert aufgebaut und manche Konstellationen funktionieren einfach nicht richtig und das haben wir während der Entwicklung zum Beispiel nie mitgekriegt. Darum passiert viel auch noch anschließend zum Beispiel in einem Patch dann, wenn man das rausfindet, woran es liegt und wenn wir diejenigen sind, die das auch fixen können. Ne? Manchmal ist es leider auch so, dass zwar eine Kombination bekannt ist und auch nicht funktioniert, aber dass dann quasi erstmal der Hardwarehersteller selber irgendwie dann ein neues Treiber-Update rausbringen müsste, damit das wieder funktioniert und solche Sachen. Das gibt's auch. Also unsere Rechner-Hardware ist ein bunter Blumenstrauß mit Zwiebeln und Krautsalat. Genau. Dann steht hier an Björn. Mich würde mal interessieren, wie du beim Komponieren der Spielmusik vorgehst. Womit startest du und welche Programme und Instrumente benutzt du dafür? Und was passiert, bis das Stück fertig im Spiel integriert ist? Liebe Grüße. Ich habe hier ein Keyboard, ich habe hier einen Rechner, ich habe hier Gitarren, ich habe andere Instrumente, Schlagzeuginstrumente, Gedöns. Und was ich benutze, ist Cubase als Programm. Was ich für Instrumente benutze, Native Instruments und auch noch andere Bibliotheken, die man so sich besorgen kann, je nachdem, nach Stimmung. Und womit ich anfange, sind die Gilden. Ne? Das heißt also, welche Art von Setting muss ich darstellen. Wenn ich Fantasy-Setting nehme ich vielleicht mal öfter mal ein paar Harfen und Gitarren und sowas, ja. Wenn ich futuristische Dinge darstellen möchte, dann brauche ich den einen oder anderen Synthesizer oder für alle auch irgendwelche Bläser oder irgendwelche Sachen, die ich mir dann zusammenstelle und mal gucke, ob die irgendwie dazu passen. Und dann fange ich an, eine Location zu beschallen. Ne? Das heißt also, ich gucke mir eine Stadt an, ein Land, ne, wo so eine Gilde wohnt, ja? Wenn es jetzt mal eine Wüste ist oder ein Wald oder eine, was auch immer, ne, geartete Gegend. Wie würde die sich darstellen? Was bin ich? Bin ich derjenige, der da ganz allein als Lone Ranger rumläuft und aufpasst, dass nichts passiert? Nee, in den meisten Fällen ist es so irgendwie, die Welt passt nicht, jeder will mich umbringen, ja, und ich muss halt zusehen, wie ich irgendwie hier bestehe und bin der Held der Welt, so, ne, und so ein Gefühl soll das geben, irgendwie, es soll schön sein, wenn man durch einen Wald geht, es soll bedrohlich sein, wenn man in eine Höhle geht, das sind so Stimmungen, die immer mit den entsprechenden Instrumenten benutzt werden, ne? Also die ich dann benutze, um diese Stimmung zu erzeugen. Und dann fange ich einfach an, aus dem Gefühl heraus Dinge zu machen. Ja. Diese Stücke, die sind dann meistens so um die 4 Minuten lang, weil es auch noch eine Loop sein muss. Ne? Die müssen auch einen Höhepunkt und irgendwie so einen Anfang und ein Ende haben und die müssen loopbar sein, damit das nicht langweilig wird oder schlimmsten Fall so repetitiv ist, dass es anfängt zu nerven. So, ne? Weil wenn etwas nervt, dann ist das Wiederholung. Wenn etwas nervt, dann ist das Wiederholung. Wenn etwas nervt, dann ist das, ist klar, Wiederholung. Und das ist im Sound tödlich. Und das heißt, die Musikstücke müssen interessant sein. Die müssen Aufs und Abs haben. Es muss Wellen sein. Und so müsste dann so eine Ambientbeschallung sein. Es gibt auch noch andere Musikstücke, wie zum Beispiel Cutscene-Vertonung oder persönliches Thema von einem Charakter. Wenn der jetzt irgendwas Trauriges dir erzählt er
seine eigene Geschichte, das heißt, sein Charakter hat eine eigene Musik, die ist dann eher traurig oder bedrohlich oder irgendwie ist einfach nur so, weil ich bin jetzt der Typ und das ist jetzt der Falk, der da irgendwie rumgeistert und irgendwie auf Knöpfe drückt und nur Blödsinn macht, dann ist das mehr so ein lustiges Musikstück oder sowas, ne? Wenn der Typ jetzt loszieht, irgendwie so, ich muss jetzt die Typen umbringen oder so, dann ist da zwar auch dieses Musikthema, aber dann eher die bedrohliche Variante und also sehr vielschichtig. Da kommen so 7 Stunden bei rum, bei so einem Spiel. Ja, das ist Wahnsinn, wie viel Musik dabei rauskommt. Ne, also das ist tatsächlich 7 Stunden Musik und das ist auch für mich irgendwie, ja, finde ich super. Ne? Das heißt, diese Sachen, so mache ich das. Mein Lieblingsstück in Elex 2, obwohl es nicht mein Lieblingscharakter war tatsächlich das Bully-Thema. Ja, fand ich auch schön. Fand ich richtig cool. Ja. Könnt ihr mal reinhören. Ich mache noch eine Frage, weil wir für die erste so lange gebraucht haben. Ja, sorry. Und dann, genau, ist das auch die letzte für heute. Die Frage ist, meine Frage als angehende Solo-Entwicklerin. Wie sieht eigentlich der Prozess aus, einen Publisher zu kriegen und inwiefern hat der Publisher Einfluss auf das Spiel? Und die Antwort darauf ist, das kann man gar nicht sagen, das kommt nämlich darauf an. Also wenn du irgendwann mal im besten Falle ein Pitch-Deck hast, einen Prototypen und hast irgendwas vorzuzeigen, was du einem Publisher überhaupt anbieten kannst, weil der sagt ja nicht, du kommst ja nicht an und sagst, ich habe eine Idee und dann sagt jemand, super, ich gebe dir Geld. So funktioniert das nicht. Jedenfalls nur ganz grob, aber man muss natürlich auch irgendwas vorzeigen, wie man das macht. Da erkundigst du dich am besten mal vielleicht bei Leuten an einer Hochschule oder auf verschiedenen Gaming-Veranstaltungen, auf die du gehen kannst, wie man sowas aufbereiten könnte. Und dann gehst du her, zeigst dem Publisher das und wenn er Interesse hat, machst du im besten Falle so etwas wie einen Vertrag und da steht das drin. Brauchst du wirklich jemanden, der dich während der Entwicklung begleitet und vom Prototypen das fertige Spiel mit dir finanziert? Oder brauchst du vielleicht nur jemanden, der verkauft? Ja, also der das Ding in den Laden stellt am Ende des Tages oder irgendwie das Marketing betreibt für dich. Also du musst vorher dir überlegen, wofür brauche ich den Publisher tatsächlich eigentlich und wie lange. Und dann wird im Grunde genommen auch vereinbart, wie viel Einfluss er dann überhaupt noch auf dein Spiel haben kann. Und das wird dann vertraglich festgelegt und sich hoffentlich dann auch dran gehalten. Empfehlenswert ist auch Teil der Branche zu werden. Das heißt, sich mit anderen auch zu treffen und so Stammtische mitzumachen. Ja, gerade hier in NRW ist sehr viel los, was das angeht. Da sind wir auch selber sehr häufig dabei. Ne? Und das meistens so Sachen in Düsseldorf irgendwie. Ja. Ne? Die Film- und Medienstiftung ist meistens mit dabei, ne? NRW oder Games NRW oder Du richtest dich an einen der Verbände, es gibt Landesverbände, es gibt den Bundesverband Game und da kann man sich hinrichten und viele Informationen erhalten oder die unterstützen einen auch manchmal, wenn man zum Beispiel sagt, ich bräuchte jetzt eine Prototypförderung für mein Spiel, wie kommt man da eigentlich ran? Da kann man sich da erkundigen und erhält Unterstützung zum Beispiel. Ja. Gut. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Byten TV. Genau. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Oh, ja, das war die erste Session irgendwie mit unserer neuen Bude. Ich habe jetzt mal so stickes ihn mal hier jetzt auch noch getan. Eigentlich so. Ja, der dicke. Der kleine dicke. Also, weil der hintern Mikro ist so, ne? Ach so. Kann man den nicht sehen. Stimmt.